allererstes zum Vermessen bauen wir unseren Prisma zusammen. Wir arbeiten hier mit dem großen, runden Prisma. Dies ist das Prisma. Zum einen wichtig ist, egal aus welcher Richtung der Lichtstrahl hineinfällt, er kommt immer wieder in die Richtung heraus, aus der er kommt. Das heißt, man muss das Prisma nicht absolut gerade zum Gerät ausrichten. Und jetzt wollen wir es aufsetzen. Dafür haben wir zum einen auf dieser Seite einen Knopf, der diente dazu, das zu entriegeln. Das heißt, wir nehmen unsere Prismastange, setzen den Kopf hier drauf und checken auch wirklich, ob er wieder eingerastet hat. Das Prisma ist dabei, bleibt hier oben frei beweglich. Wir werden damit jetzt nicht es fest in den Boden rammen, es auch nicht als Spazierstock verwenden. Auch solche Leute gibt es, dann fällt es nämlich irgendwann kaputt ab. Auch wichtig ist, dass wir die richtige Höhe einstellen. Das können wir hier mit diesem Drehrad hier tun. Das öffne ich erstmal und jetzt ist die Frage, auf welche Höhe. Dort bleiben wir dabei, je niedriger, desto besser. Ich mache das jetzt hier mal auf 1,35 Meter, das ist eine ganz gute Höhe. Und so, 1,35 Meter. Wir sehen hier ist eine Libelle. Das heißt, wenn ich diese Libelle so einigermaßen richtig rund halte, das Ganze bewegt sich hier oben ein bisschen. So 2-3 Zentimeter sind da immer drin. Wenn ich das Ganze jetzt, wir sehen, ich kann das jetzt hier auch, nach dieser Stange kann ich nur auf 1,75 ausfahren. Nein, wenn ich Feste dran ziehe, geht es auch noch weiter. Fragen Sie Ihren Grabungsleiter, ob Sie Feste ziehen dürfen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bleibe hier unten weiterhin einigermaßen im Wasser. Jetzt stellen wir uns mal vor, wie da oben jetzt an einem 2 Meter langen Stab das Ganze wackelt. Das sind jetzt schon mehr als nur 1 oder 2 Zentimeter. Das heißt, je höher das Prisma ist, desto größer ist die Messungenauigkeit, die ich mir ins Haus hole. Da brauche ich nicht viel Geld für einen Tachymeter auszugeben, der genau misst, wenn die Stange oben die ganze Zeit wackelt. Also so niedrig wie möglich, das reduziert die Fehler. Wir bleiben hier bei 1,35 Meter.